Guten Morgen, Leute aus der Côte d'Ivoire. Wir haben heute hier in einem afrikanischen Dorf übernachtet bei einer Familie und da habe ich mit Paul geschlafen. Dann ist jetzt aber schon unterwegs. Das hier ist unser kleines Zimmer gewesen. Ich habe mega gut geschlafen. Über 9 Stunden einfach. Paul meinte gerade, jo, es gibt Frühstück, kommst du auch oder nicht? Aber ich habe einfach die ganze Zeit geschlafen. Und heute werden wir uns jetzt hier den Kakaoanbau anschauen. Bonjour. Es ist Frühstückszeit hier. Bonjour. Wir haben noch etwas Yams für dich. Yams ist da drüben noch drin. Yams. Yams. Was ist Yams? So wie Maniok, aber das ist wie Kartoffeln. Die Kartoffeln? Ja, genau, aber nicht Süßkartoffeln. Ja. Aber das ist viel größer als Ja. Kartoffeln. Und vom Geschmack ist das süß oder salzig? Also nicht salzig. Aber auch nicht Also süß. würde Aber am besten ist es etwas, also eher so in die Richtung herzhaft. Ja. Und das Coole ist diese Soße. Was ist das? Das ist ein Tomaten-, Bohnen-, Karottenpüree. Okay. So ein bisschen wie vegetarische Chili con Carne. Genau, echt super nett gewürzt. Und das zusammen mit dem Yams ist ein Gedicht. Ich meine, Yams hört sich auch an, als ob es lecker ist. So Yams. Genau. Yams. So. Oh, das ist ja voll hart. Das ist ein bisschen wie Ananas, fühlt sich an von der Konsistenz. Schmeckt jetzt wirklich wie vegetarisches Chili con Carne. Nachdem wir jetzt ein bisschen mal traditionelles Frühstück von hier hatten, hat der Daniel aber auch traditionelles Frühstück aus Deutschland mitgebracht. Nämlich so eine schöne Schokoladencreme fürs Brot. Natürlich Fairtrade hier. Und das wollen wir jetzt mal die Kinder von Guillaume probieren lassen. Guillaume ist der Familienvater, bei dem wir hier heute Nacht, also Paul und ich, übernachtet haben. Ici, en Côte d'Ivoire. C'est fait par quelle structure? C'est pas Nutella. Il a goûté. Petit? Ist gut? Ils sont basés en Allemagne. Très bien. Ja, da wird direkt nochmal Nachschlag genommen. Oh, aber ordentlich Nachschlag. Jawohl. Jetzt geht's los. Jetzt ist gleich alles leer. Ja, das schmeckt halt schon mal richtig lecker hier. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, wo das Ganze überhaupt herkommt. Oh, weiter geht's. So, und wir fahren hier mit dem Motorrad. Und ich hoffe, jetzt sagt hier niemand, warum wir uns nicht irgendwie anschneiden. Oder keinen Helm aufhaben, Leute. Es ist hier alles noch ein bisschen anders. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall alle mal gemeinsam zum Feld, wo der Kakao angebaut wird. Wir sind angekommen und wie ihr sehen können, sind direkt auch einige Männer hier mitgekommen. Denn bei der Kakaoernte geht es auch darum, dass man relativ schnell, nachdem man die geerntet hat, halt zum Fermentieren bringen und zum Trocknen und so weiter. Und deswegen kommen dann immer mehrere Männer mit und helfen sich gegenseitig. Das heißt, jetzt machen wir heute das Feld von dem Guillaume, bei dem Paul und ich übernachtet haben. Und in den nächsten Tagen machen sie halt andere Felder von anderen. Aber heute, wie ihr hier sehen könnt, helfen halt alle hier mit. Alle haben Macheten am Start. Und das ist auch schon das Feld von Guillaume. Ungefähr 1 Hektar ist es nur groß. Der Durchschnitt liegt so bei ungefähr 3 Hektar oder 3,5 Hektar. Aber es gibt halt auch viele, die noch ein bisschen weniger haben. 1 Hektar ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, müsst ihr euch vorstellen. Hier wächst halt komplett Kakao drauf. Mitten im Feld sieht es jetzt hier so aus. Das sind ganz junge Kakaobohnen hier. So sehen die am Anfang aus. Also nicht Kakaobohnen, da drin sind die Kakaobohnen, aber das ist die Kakaofrucht. Und die wächst eben an solchen Bäumen. So sieht also eine ausgewachsene aus und die wird einfach abgeschlagen. Das ist jetzt die fertige Frucht. Und noch eine. Es ist ganz wichtig, dass man halt hier möglichst nah an der Frucht abschneidet, damit das hier da bleibt. Und da können dann neue Kakaofrüchte dran wachsen, wie zum Beispiel der hier, der auch ganz frisch ist. Hier abgemacht. Werden einfach hier so in der Mitte aufgeschlagen. Mit 2 gezielten Schlägen. Und in der Mitte der Frucht ist dann das eigentliche, was man benutzt für den Kakao. Und zwar sind das diese Kerne hier. Die sind eigentlich ganz weich. Kann man die lutschen? sehr süß. Also nur die Bohnen hier drin sind wichtig und die werden eigentlich nach jetzt fermentiert und getrocknet. Genau. Und daraus wird dann der Kakao gemacht. Genau.
ganzen gesammelten Kakaofrüchte werden jetzt hier aufgeschlagen und da drin sind dann eben die Bohnen. Das ist dieses weiße Zeug hier drin, das ziemlich glibberig auch ist. Und das muss dann auf Bananenblätter gelegt werden. Also das hier sind riesige Bananenblätter, hier vorne liegen auch noch ein paar. Und das alles auf so einem leichten Hang hin. Und am Ende, wenn es dann hier alles voll ist mit diesem jetzt noch sehr, sehr glibberigen Kakaobohnen. Wie ihr sehen könnt, so eine weiße Flüssigkeit ist da so drumherum. Und das wird jetzt hier eben alles voll gemacht mit den Bohnen. So, das ist jetzt eine ganze Menge hier an den Kakaobohnen, die schon rausgenommen wurden aus den Früchten. Die werden jetzt hier einfach hingestreut. So, jetzt werden hier Bananenblätter raufgelegt. Alles wird abgedeckt und eine Woche lang bleibt das jetzt hier drunter. Währenddessen läuft der ganze Saft. Die ganze Flüssigkeit läuft hier runter, das ist dann eine nette kleine Süßigkeit, leicht alkoholhaltig ist, weil das ist ja ein Gärungsprozess, der hier drunter abläuft, der extrem wichtig ist für den Geschmack auch der Bohne. Das heißt, je besser dieser Fermentierungsprozess funktioniert, desto höher wird die Qualität der Schokolade im Endeffekt. Alles wird komplett zugedeckt, alle paar Tage wird es noch ein bisschen durchmischt, aber an sich 7 Tage bleibt das so. Die hier unten zum Beispiel, das sind welche, die 3 Tage schon fermentiert wurden. Und da riecht man auch richtig so sehr starken Alkoholgeruch, aber die sind eben noch nicht fertig und die müssen auch noch mal ein bisschen drin bleiben, bevor es danach alles getrocknet wird und die Bohne so aussieht, wie wir sie gestern hatten im Lager. So, wir sind wieder zurück im Dorf. Denn der Kakao ist natürlich auch einiges wert und den bei der Fermentierung lässt man ihn noch da, aber danach, wenn er getrocknet ist und leicht geklaut werden kann, dann nimmt man den hier mit ins Dorf und direkt hier zu Hause wird er dann getrocknet und zwar so. Hierauf werden die Bohnen nämlich jetzt getrocknet. Das Ganze ist ein bisschen erhöht, damit die Tiere da nicht rankommen, sonst würden die es nämlich einfach klauen. Das ist alles aus Bambus, also die Löcher sind hier noch dazu da, dass ein bisschen die letzte Flüssigkeit ablaufen kann. Da auch das Ganze ein bisschen belüftet wird, weil fermentiert, das haben wir ja schon mit den Bananenschalen, aber jetzt soll es eben einfach richtig trocken werden. So. Trocken lassen. Also wenn es 7 Tage fermentiert wurde, dann wird es hier einfach so raufgetan. Ungefähr eine Woche muss das Ganze jetzt hier so trocknen und dann sieht es so aus. Die ganze Feuchtigkeit ist weg und man kann auch hier so durchgehen und ihr hört, das ist wie Murmeln fast schon, also komplett trocken, wie Nüsse. Und es hat nichts mehr irgendwie hiermit zu tun, weil die komplette Flüssigkeit weg ist. Und das sind auch jetzt die, die wir vor 2 Tagen gesehen haben. Die kann man dann hier so aufbrechen. So, und dann hat man hier dieses Innere, was jetzt zum ersten Mal so ein bisschen wie Schokolade aussieht, aber halt wirklich auch nur so aussieht. Das kann man jetzt essen. Und, hat so einen nussigen Geschmack, bisschen sauer und ganz im Nachgang schmeckt man so die Schokolade raus. So ganz bitteren Schokoladengeschmack. Dann wird auch noch Kakaobutter draus gemacht und dann viel Zucker dazu, alles mögliche und dann bekommt man Schokolade. Also sehr komplizierter Prozess, aber aus genau solchen Dörfern kommt eben die Schokolade, die wir in Deutschland essen. Das ist jetzt auch keine Besonderheit hier, wie das hier aussieht, sondern das ist ganz normal. Also das ist der Standard, wie Schokolade hergestellt wird. Und von hier aus wird das Ganze dann eben in die Kooperativen gebracht. Der Zusammenschluss der ganzen Bauern und die verkaufen das gemeinsam. Die Kooperativen überwachen auch, dass hier der Fairtrade-Standard eingehalten wird. Dadurch bekommen die Bauern dann auch den hohen Mindestpreis, den Fairtrade garantiert. Plus die Prämien für die Schulen und so weiter, was wir gestern gesehen haben. Ja, und dann wird das Ganze auch schon exportiert. Und dafür fahren wir jetzt wieder zurück in den Ursprung unserer Reise, die größte Stadt der Côte d'Ivoire, nach Abidjan. Okay, wir fahren doch noch nicht los, weil wir wurden vorher noch ordentlich verabschiedet, habe ich gerade gehört. Also wir haben uns gerade nochmal bei uns bedankt, dass wir hier waren. Wie schön Sie das finden. Jetzt wollen wir uns auch ein Geschenk machen hier mit traditionellen Gewändern. Und für Paul auch noch. Jawohl! Ja, wie wir jetzt mit den Haaren ist natürlich jetzt ein bisschen... Hat eine Kippa bei dir, ne? This is not working with the hair. The French guy. Eine extreme Gastfreundschaft, die wir hier nochmal von allen bekommen haben. Die haben sich alle nochmal bedankt, dass wir da waren. Dabei müssten wir uns bedanken, dass wir hier diese Gastfreundschaft bekommen haben, hier übernachten durften im Dorf und jetzt auch noch hier traditionelle Gewänder geschenkt bekommen haben. Sieht ein bisschen aus, als ob wir jetzt irgendwelche religiösen Führer wären. Ne? Ein bisschen, das ist Sekten, 25-Mate-Sekte jetzt, Deacon-Sekte. Ich habe das Gewand, das eigentlich ein Dorfvorsteher bekommen. Sehr cool, aber damit machen wir uns jetzt auf den Weg zurück nach Abidjan, der größten Stadt hier in der Côte d'Ivoire, denn dort wird der Kakao, den wir gerade gesehen haben, verschifft. Ungefähr 5 bis 6 Stunden fahren wir jetzt hier auf solchen Straßen, also genau wie auf der Hinfahrt. Die sind hier noch nicht komplett ausgebaut. Zurück Richtung dem Ursprungspunkt unserer Reise, also nach Abidjan in die 5 Millionen Einwohnerstadt. Und da schauen wir uns an, was mit dem Kakao weiter passiert. Und jetzt regnet es endlich mal, könnte man meinen hier. Denn es ist ja die ganze Zeit Regenzeit, aber wir haben kaum Regen gesehen. Aber jetzt ist es am Start. Es ist schon der nächste Tag hier in Abidjan. Wir sind gestern Abend hier angekommen und waren dann nochmal auf der Partymeile, die uns Judith, die Mitarbeiterin der GITS, am zweiten Tag gezeigt hatte. Diesmal sind wir aber nicht tagsüber, sondern nachts eben darüber gelaufen. Und da sah die Gasse schon ein bisschen anders aus. Aber sehr spannend auf jeden Fall. Eine sehr, sehr kleine Version der Reeperbahn. Aber sehr, sehr klein und afrikanisch. Mit so ein paar Clubs an der Seite nebenan wurde direkt Fisch gebraten. Es hat nach allen möglichen Sachen gerochen. Und am Ende dieser Gasse war halt wieder die große Strandbar
Spot, wo wir uns dann auch hingesetzt haben, mit Blick nochmal auf die Skyline in Anführungszeichen hier von Abidjan und direkt an der dreckigen Lagune dran, neben dann Baustelle und man saß auf so Plastikstühlen, aber in der richtigen Standbar. Und da haben wir unseren letzten Abend hier in Abidjan nochmal gemeinsam ausklingen lassen und nochmal alle zusammen über die Reise gequatscht und die beiden fanden es auch echt cool. Wir beide wurden echt super cool von denen aufgenommen. Hippolyte hat uns am ersten Abend einfach vom Flughafen abgeholt und den hatte Daniel erst ein paar Wochen vorher über Skype kennengelernt, als jemanden gesucht hat, der irgendwie Deutsch kann hier. Und in der kurzen Zeit, die wir zusammen haben, sind wir direkt Freunde geworden. Das war echt cool. Und auch, ich habe es ja erzählt im Vlog so, hier mit der ganzen Sicherheit hier, dass über Security ist und die Hotels so bewacht sind und so, da hat man sich eigentlich ein bisschen unwohl eigentlich fast schon gefühlt hier gerade in der Hauptstadt. Und jetzt, nachdem man sich so ein bisschen an das Land gewöhnt hat, sind wir halt einfach da zusammen in der Partymeile unterwegs gewesen und ich habe mich eigentlich kein Stück unwohl gefühlt und sehr sicher, das ist natürlich jetzt immer nur so ein Gefühl. Keine Ahnung, wie es jetzt wirklich ist, aber war schön, das auf jeden Fall nochmal hier so zum Abschluss gemacht zu haben. Und jetzt hier am heutigen Tag, das seht ihr aber jetzt im nächsten Vlog, haben wir noch 2 Sachen vor uns, wo wir sehen werden, was eigentlich mit dem Kakao, der im Dorf produziert wurde, jetzt noch gemacht wird. Aber das seht ihr dann alles morgen oder übermorgen hier im nächsten Vlog. Für heute war es das. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr zu Fairtrade wissen wollt, schaut den Link in der Beschreibung an und dann bis zum nächsten Vlog. Macht's gut. Ciao. Ich darf nur an die schlechten ran. Guten Morgen, Paul. Morgen. Auf der Suche nach Internet? Ja, aber ich bin noch nicht fündig geworden. Es gibt ja einen Spot im Dorf, ungefähr hier so, wo man manchmal kurz einen Strich 4G hat.